Hi, im heutigen Video geht es um die Reparatur der Clickbox für die Schaltung Sachs Super 7. Sehr wichtig, wenn ihr die Clickbox noch nicht geöffnet habt, dann guckt bitte in diesem Video den Einstellungsteil an. Den findet ihr über die Infobox. Da könnt ihr mit dem Quick Guide schnell hin navigieren. Weil normalerweise muss die Clickbox nicht geöffnet werden. Die funktioniert so und ist auch eigentlich wartungsfrei. Falls ihr sie trotzdem schon geöffnet habt, dann seid ihr hier genau richtig, weil ich werde einfach alles erklären, was ihr wissen müsst, um sie wieder sachgerecht zusammenzubauen, dass sie wieder funktioniert. Die Super 7 gibt es in zwei Ausführungen. Einmal steht drauf Torpedo Super 7. Wenn ihr die habt, dann habt ihr ein bisschen Pech, weil das ist die veraltete Bauweise und die ist relativ schwer zusammenzubauen, wenn man nicht Bescheid weiß. Wenn Sachs drauf steht, Sachs Super 7, dann habt ihr Glück, weil da sind schon Markierungen drin. Aber keine Sorge, in diesem Video werden alle Aspekte für beide Schaltungen berücksichtigt. So, für die Reparatur brauchen wir Folgendes: ein Kreuzschlitz, einen spitzen Gegenstand oder einen Lötkolben, eine spitze Zange, eine Pinzette, einen kleinen Kreuzschlitz, ein bisschen Fett, gegebenenfalls WD-40 und die Clickbox. So, wir fangen an mit dem neueren Modell, wo Sachs vorne drauf steht. Auf der Rückseite befinden sich 6 Schrauben, wovon eine versiegelt ist. Auf dem Siegel steht das Produktionsjahr. Das müsst ihr mit einem spitzen Gegenstand öffnen oder mit einem Lötkolben freimachen. Und danach mit dem kleinen Schraubendreher alle 6 Schrauben entfernen. So, danach kann man die Clickbox öffnen, indem man sie auseinanderzieht. Am besten was unterlegen, damit keine Teile verloren gehen, die rausfallen beim Öffnen. In der Box ist eigentlich nicht allzu viel drin. Wir haben die beiden Metallstücke, auch Schaltfedern genannt, die Zahnstange, das Nockenrad und einen kleinen Plastikclips mit einer Feder. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben die Zahnstange, die mit dem Schalthebel am Lenker verbunden ist. Durch das Schalten bewegt sich die Zahnstange innerhalb der Clickbox. Diese kleine Plastiknase mit der Feder sorgt dafür, dass die Zahnstange in dem Gang jeweils einrastet. Sie sitzt hier drin und wird bei jedem Verstellen des Ganges einmal betätigt, nach hinten gedrückt und rastet erneut ein. Auf der Zahnstange sind unten 7 Nuten, in die diese Plastiknase einrasten kann. Das sind die 7 Gänge. Das Nockenrad besteht aus 4 Bestandteilen. Der unterste Bestandteil ermöglicht Ihnen, dass es sich drehen kann. Der zweite Bestandteil mit den Zähnen wird durch den Schalthebel und die Zahnstange gesteuert, dass es sich umdreht. Die oberen beiden Teile sind dafür zuständig, die Schaltfedern in die gewünschten Positionen für die verschiedenen Gänge zu bringen. Am Nockenrad ist eine Stelle, die ausgefüllt ist, die markiert die Einbauposition für das Nockenrad. Dafür ist außerdem wichtig, dass ihr in den ersten Gang schaltet, das heißt die Zahnstange an das hintere Ende der Clickbox bewegt. Dann wird das Nockenrad eingesetzt, sodass die ausgesparte Stelle direkt in den ersten Zahn der Zahnstange greift, beziehungsweise in die erste Nut der Zahnstange greift. Das ist der kritische Punkt, weil wenn man hier was falsch macht, dann sind alle Gänge komplett falsch übersetzt. Das heißt, man könnte den in verkehrter Reihenfolge haben, die Gänge, oder halt gar keine Gänge oder nur die leichten Gänge. Deswegen ist dieser Punkt, würde ich sagen, am wichtigsten. Anhand der Schaltfedern kann man dann überprüfen, ob man dieses Nockenrad wirklich richtig eingebaut hat. Die längere linke Schaltfeder wird zuerst eingebaut und der hintere Teil der Schaltfeder setzt bei richtigem Einbau genau in der Mulde an. Hier sieht man dann, wie das Nockenrad die Schaltfeder betätigt. Die obere, kürzere Schaltfeder wird dann oben drauf gesetzt und dann kann die Clickbox auch schon wieder zugemacht und verschraubt werden. So, wenn ihr ein rotes Nockenrad habt, dann gibt es zusätzlich zu dieser Markierung noch eine weitere, kleinere, die ist hier hinten versteckt. Und die sorgt zusätzlich dafür, dass man das Nockenrad nicht falsch einsetzen kann, weil auf der Zahnstange nämlich hier eine Aussparung ist. Und genau da läuft diese Markierung dann rein.
Würde man es verkehrt zusammenbauen, würde die Clickbox einfach gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, man würde schalten oder man könnte gar nicht mehr schalten. Man sieht, wenn man es so zusammenbaut, dann ist die Markierung exakt in der ersten Nut von der Zahnstange und es lässt sich überall lang drehen. Wenn man sie woanders einsetzt, lässt sich das Nockenrad nicht komplett einsetzen. Das ist nur bei den neueren Modellen so. Bei den älteren mit dem weißen Nockenrad ist das leider nicht so. Das haben sie überarbeitet. Hier sieht man nochmal, wie die Schaltfeder, die untere Schaltfeder, direkt an die Mulde des Nockenrads andockt, wenn man es richtig gemacht hat. Und zusätzlich ist auch noch wichtig, dass die Gummitülle am Ende eingesetzt ist, weil wenn sie nicht eingesetzt ist, dann ist die Endposition des 7. Ganges verändert und das Nockenrad lässt sich überdrehen. Das heißt, der Schaltstift verhängt sich im Nockenrad und man kommt nicht mehr aus dem 7. Gang raus. Deswegen muss die Gummitülle eingebaut werden, auf jeden Fall. So, bei der Torpedo-Ausführung von der Super 7 gibt es einige Unterschiede. Zum Beispiel einmal, dass hier kein Siegel über dieser Schraube ist. Wir haben zusätzlich diesen Plastikring und das Nockenrad ist weiß und hat keine Markierung. So, diese kleine Plastiknase ist wieder mit dieser Feder gefedert im Gehäuse an dieser Stelle hier und sorgt dafür, dass die Gänge einrasten. So, an der Zahnstange haben wir auch wieder denselben Aufbau, außer dass an der oberen Zahnreihe keine Aussparung ist für die Markierung, weil es eben keine Markierung gibt. So, für den Einbau des Nockenrads ist wichtig, dass wir in den ersten Gang schalten, dass die Zahnstange ganz hinten in der Clickbox ist. Und dann werden wir über die Schaltfedern herausfinden, welche Position richtig ist. So, wenn die untere Schaltfeder, die längere, in die Mulde passt, dann ist es richtig eingebaut. Man kann aber auch davon ausgehen, dass wenn man von oben drauf schaut, die ersten 2 Zähne hinter den 2 Nockenrädern für die Schaltfedern zu sehen sind und in die Zahnstange einrasten. Die untere Schaltfeder ist länger als die obere, daran kann man die beiden unterscheiden. So, hier sieht man die Einkerbung, in denen die Schaltfedern jeweils einrasten für die verschiedenen Gänge, damit sie in den Positionen sind. Zum Schluss setzt man noch die kleinen Plastikring auf die Schaltfedern rauf und dann kann man das Ganze auch wieder zumachen. Gummitülle nicht vergessen und wieder zuschrauben. Also wenn man das Hinterrad abgebaut hat für einen Reifen- oder Schlauchwechsel oder was auch immer, kommt es beim Anbau meistens zu Problemen, weil Probleme dabei entstehen, wo das rote Plastikteil genau hinkommt und wie man die Clickbox anbringt. Grundsätzlich gibt es nur einige Dinge zu beachten. Zuerst einmal stellt ihr den Schalthebel in den 3. Gang, das ist der Wartungsgang. Bei manchen Fahrrädern war es auch so, dass es tatsächlich der 4. war, aber ich bin mir sicher, dass es der 3. in den meisten Fällen ist. Wenn man das Ganze nicht im Wartungsgang, also zum Beispiel im 1. oder im 5. zusammenbaut, funktioniert die Schaltung überhaupt nicht oder extrem schwergängig oder die Gänge sind in anderen Reihenfolgen verfügbar oder nur wenige Gänge. Dann nehmt ihr das rote Plastikteil und schiebt es so auf die Clickbox, wie gerade gezeigt. So, das Plastikteil sitzt auf der Kurbelwelle und sorgt dafür, dass die Clickbox in Position gehalten wird, damit es zu keinen Fehlschaltungen kommt. Dafür ist diese Feder, die hier in dieser Nut sitzt. Die Feder rastet in der Nut ein. Dann haben wir den Schaltstift und die Schalthülse. Und der Stift wird in die Hülse geschoben und das beides wird in die Narbe reingeschoben. Wenn man dagegen drückt, muss der Schaltstift und die Schaltfeder wieder rauskommen. Muss ein Widerstand zu spüren sein. Wenn es kleben bleibt, dann müsst ihr eure Narbe entharzen in den meisten Fällen, weil das Fett da drin verharzt ist und klebt. Das kann auch dazu führen, dass man nicht richtig schalten kann. Das Plastikteil, die Schalthülse und den Schaltstift gibt es im Set zu kaufen. Dazu habe ich einen Link in die Beschreibung gepackt. So, die Schalthülse muss mit der Öffnung in Fahrtrichtung zeigen. Und dann kann man die Clickbox auf die Narbe raufdrücken, bis es einmal kräftig einrastet.
zum Schluss noch die Stellschraube festdrehen und dann sollte das Ganze auch schon wieder funktionieren. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, zeig's mit einem Like, Abo oder Kommentar. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir auch gerne schreiben.